Herzlich willkommen zum ersten internationalen Turnier in Berlin. Wir freuen uns total, dass alle gekommen sind und wir hoffen, dass wir das ganz bald wieder machen können. Hallo an alle, comme vous l'avez compris, MSTV est de retour et cette fois-ci, c'est dans le pays d'Angela Merkel que nous avons posé nos valises en vous entraînant directement au cœur du tout premier tournoi de hockey subaquatique de Berlin. Das ist das erste Mal, dass wir in Berlin dieses Turnier haben, also es ist unser erstes großes Hockey-Event hier in Berlin, deswegen freuen wir uns ja auch so sehr drüber. Es scheint ziemlich gut zu laufen, also ich glaube, wir haben bei beiden Pools, sind wir zeitlich ein bisschen hinterher, aber das sollte kein Problem sein. Und so, ich glaube, die Leute haben Spaß. Ich habe auf jeden Fall Spaß hier. Also wir hatten letztes Jahr ein ganz kleines Turnier mit 4 Mannschaften, glaube ich. Es waren Polen da und Tschechen. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wir ein Turnier in der Größe hier machen, mit 14 Mannschaften aus ganz Europa. Und das ist für uns tatsächlich ein Ausprobieren, auch mit dem Livestream, das alles jetzt für Hockey, was wir normalerweise für Rugby machen, für Hockey zu machen. En effet, ce premier opus se déroulait sur 2 terrains dans des matchs de 2 fois 10 minutes et l'un des terrains était retransmis en direct sur internet avec même la possibilité de commenter les matchs. Mais la raison pour laquelle il y avait 2 terrains était pour le coup très spécifique. Die Deutsche Liga spielen in dem einen Pool. Und im anderen Pool haben wir internationale Teams. Das passiert am Morgen und am Nachmittag werden die dann nochmal durcheinander gewürfelt und dann spielen wir ein gemischtes Turnier. Also es ist auch ein Bundesligatag für die deutschen Mannschaften. Gibt es einen anderen Bundesligatag oder nicht? Das ist jetzt die Hinrunde. Es wird auch eine Rückrunde geben später im Jahr. Die findet dann in Heidelberg statt, soweit ich weiß. Weißt du, wie die internationalen Mannschaften gewählt sind? Die sind nicht gewählt. Es ist ein offenes Turnier. Wir haben einfach ein Anmeldeformular veröffentlicht und wer sich gemeldet hat und bezahlt hat, durfte kommen. Malheureusement, très peu d'équipes sont alignées dans le championnat allemand puisqu'elles sont uniquement 7 pour le moment. Mais est-ce qu'ils aimeraient vraiment avoir plus d'équipes dans leur championnat? Ja, natürlich. Also ich habe im Januar gerade die australischen Meisterschaften in Australien gespielt. Das sind die nationalen Meisterschaften, ein 5-Tagesturnier mit ganz, ganz vielen Mannschaften. Und ja klar, das ist der Traum für Deutschland, dass wir irgendwann auch da sind. Mit vielen Mannschaften und dann vielleicht irgendwann auch mit 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga und ultimativ natürlich Frauen, Männer getrennt und dann beides mit sehr vielen Mannschaften, das wär toll. Et ça tombe bien puisqu'ont été invités sur le tournoi le président ainsi que la responsable des sports de compétition de la VDST, la Fédération allemande des sports sous-marins, pour leur montrer comment se déroule un championnat et surtout leur prouver que le hockey subaquatique mérite de se développer au sein de la fédération. Alors qu'en pense-t-il? First of all, I think we have to do some work together. We have to promote this sport and we have to show all the others how they are playing this. I think it's not really familiar in our federation, underwater hockey, but we're on a good way, no doubt about it. And this would be nice if we can increase the number of clubs playing underwater hockey. Denken Sie, es ist eine gute Idee, mehrere Turniere in Deutschland wie dieses Turnier zu machen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur durch diese Turniere können die Spieler auch lernen, besser zu trainieren, anders zu trainieren und können halt auch im Turnier bestehen. Aber dann denken Sie, ist es möglich oder nicht? Doch, natürlich. Ist alles eine Frage der Organisation. Ich glaube, dass es alles möglich ist. To get an increased number of athletes playing underwater hockey, we need you. And thank you that you are here and that you are giving us the possibility to do this interview and to show the underwater hockey. Thank you. Le premier contact est donc fructueux et la promotion du hockey subaquatique allemand est sur la bonne voie. Et qui sait, espérons qu'un jour il atteigne le même niveau que son sport voisin, le rugby subaquatique. Und wir überlegen tatsächlich im nächsten Schritt jetzt gerade, ob wir auch einen Champions Cup im Hockey hier veranstalten werden in Berlin. Weil es gibt noch nichts im Hockey, was ein Champions Cup im Rugby gleich ist. Und du musst dir vorstellen, Champions Cup im Unterwasser-Rugby, wir haben 24 Mannschaften aus 11 Nationen in Berlin jedes Jahr. Das sind über 400 Spieler, das ist das größte Turnier der Welt. Wenn wir das schaffen, für Hockey hier in Berlin zu etablieren, das wäre unser Traum und genau da, denke ich, wollen wir hin. Un gros événement qui ferait rêver plus d'un hockeyeur en effet. Et justement, quel est le ressenti des différents joueurs et joueuses pour ce premier opus du tournoi de Berlin? So far it's nice and we already won 2 games, so far it's going great. When you keep coming every year after year, then I think you can build like a bigger tournament, so I really recommend other players to come around and check this out, and then maybe later on the level will be growing. Also Berlin ist sehr, sehr gut organisiert. Es ist ein Tip-Top-Turnier, läuft sehr gut im Moment.
Es gibt natürlich dann noch ein bisschen die höherklassigen Turniere, also die Euroclubs, die europäischen Clubmeisterschaften. Da ist das Spielniveau dann ein bisschen höher und die sind auch 2 Tage. Aber die Freundschaftsturniere sind relativ ähnlich zueinander und Hockey in Europa und in der ganzen Welt ist eine große Familie und man sieht sich immer wieder auf diversen Turnieren im Ausland, egal in welchem Land, und das ist sehr schön, das ist eine schöne Gemeinschaft. So actually we are having lots of fun here. The tournament is going good. We had lost only 1 match since now, and we are having fun here. Yeah. There is no fight. Yeah, just fun. The good point is there's always match. No, we didn't wait anymore. The bad part is there were no places to wait to matches. So the floors were all wet. There was no place to sit and. I didn't like the size of the pool. You know, and it's very. It's not global actually. Yeah. Sorry. The size of the pool is not like global hockey area. It shouldn't be a square actually. It should be narrow on the sides and longer on a distance on the whole side. Et c'est autour d'une bonne soirée justement que les équipes ont terminé le tournoi dans une bonne ambiance. Ce premier tournoi a amené beaucoup de plaisir et d'espoir pour le club de Berlin et le hockey subaquatique allemand en général, qui espérons-le ne cessera de se développer au fil des années. Alors si jamais vous voulez passer jouer un peu avec nos voisins allemands, bis nächstes Jahr.